Ja, ich freue mich, heute dabei sein zu können, und möchte auch gleich starten. Ich mache heute einen Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit bei unseren Startups und auch in der Produktentwicklung da. Ich bin selber hier an der TH-OWL angestellt als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Campus Foundry. Und ich weiß nicht, ob schon der Großteil von euch und Ihnen von der Campus Foundry gehört hat. Das ist unser Gründungszentrum an der TH. Also wir sind an allen 3 Standorten, unterstützen wir Gründer und Gründungsinteressierte, also in Lemgo, Detmold und in Höxter. Der zentrale Ort für unsere Unterstützung ist aber im Innovation Spin hier in Lemgo. Da haben wir auch Coworking Spaces und so ein bisschen unser zentrales Büro. Und dann haben wir 3 Labs, das Food Lab, das IA Lab und das Creative Lab. Und im Food Lab, wie man jetzt rechts außen sieht, bin unter anderem ich angesiedelt. Also ich bin einer der Food Coaches zusammen mit Sebastian und Hanna. Und ja, viel mehr will ich im Grunde zu der Campus Foundry selbst auch gar nicht sagen. Aber wenn da irgendwie Fragen bestehen, Interesse, steht am Ende auch nochmal unsere Mailadresse. Wir sind immer da für alle, die gerade mal die erste Idee haben, irgendwas zum Gründen zu machen, bis hin zu denen, die schon weiter sind und Hilfe auf dem Weg brauchen. Also falls da Bedarf ist, gerne einfach kontaktieren. Ja, wie gesagt, Nachhaltigkeit bei Startups am Beispiel von Getränken ist heute das Thema, was ich so ein bisschen ansprechen will, und da einfach nur die Beispiele nennen, was gerade bei unseren Startups vor Ort so passiert. Ich habe extra mal das Bild nicht von der Flasche gewählt, sondern von einem Becher, weil wir also im Getränkebereich ganz verschiedene Startups haben. Wir haben natürlich viel im Flaschenbereich, wo ich euch auch noch Beispiele zu bringe, aber halt auch in den anderen, ob das jetzt im Kaffeebereich ist, im Gastrobereich. Also es sind ganz viele Startups da unterwegs. Grundsätzlich kann man so ein bisschen das Getränk und die Bereiche der Nachhaltigkeit da in 4 Untergruppen aufteilen, zu denen ja heute auch teilweise was gesagt wird. Wir haben einmal den Bereich der Zutaten und der Rezeptur. Wir haben einmal die Logistik und den Vertrieb. Wir haben die Herstellung und die Verpackung. In allen 4 Bereichen haben wir im Grunde momentan Startups, die an Konzepten arbeiten. Zum Thema Produktentwicklung, das ist ja so ein bisschen auch mein Schwerpunkt, ist natürlich immer zuallererst der Punkt der Zutaten, der Rezeptur, das, wo man dran denkt. Und da kann man natürlich, also wenn man da wieder über Regionalität spricht oder über die Art des Anbaus oder das Sourcing und die Nutzung der Nebenströme, sind das alles gerade Aspekte, die im Bereich der Zutaten zum Thema Nachhaltigkeit einfließen. Grundsätzlich ist, glaube ich, jedes unserer Startups ganz eng mit dem Thema Nachhaltigkeit verknüpft. Es ist nicht unbedingt der zentrale Schwerpunkt der Produktentwicklung, die gerade durchführen, aber es ist immer, dass das mit betrachtet wird, weil es einfach bei jetzt allen neuen Produkten, die auf dem Markt sind, auch im Marketing halt wirklich notwendig ist. Aber es ist natürlich kein einfaches Thema, weil es auch jeweils ziemliche Herausforderungen mitbringt. Wenn man zum Beispiel an Regionalität denkt, ist es auf den ersten Blick vielleicht kein Startups, die dann wirklich Problem der Verfügbarkeiten haben. Und das Gleiche ist bei der Art des Anbaus. Auch da sind einfach nicht unbedingt alle Produkte verfügbar und in den Mengen verfügbar, die gebraucht werden. Wenn wir an die Herstellung denken, da haben wir Startups, die sich mit den Themen Prozessoptimierung beschäftigen, Reduktion vom Abfall, da auch die Nutzung von Nebenströmen und neuartige Energiekonzepte. Im Bereich Logistik und Vertrieb, da ist natürlich das große Thema CO2-Footprint, also der Fokus auf die Transportwege, aber auch da ganz alternative Konzepte, die man halt verfolgen kann, um einen ganz anderen Weg des Vertriebs zu generieren, der dann wiederum die Möglichkeit gibt, da Nachhaltigkeit
einzubringen. Verpackung, da ist natürlich auch ein großes Thema. Auch da haben wir Startups, nenne ich gleich noch ein paar Beispiele, die sich mit neuartigen Materialien beschäftigen. Dann die Themen biologische Abbaubarkeit, aber auch Wiederverwertbarkeit. Also es geht natürlich entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und ganz alternative Verpackungskonzepte. Auch da gibt es grundsätzlich ein paar Ideen. Das ist jeweils nur ein Beispiel hier, auch in allen Untergruppen. Es gibt so viel mehr Möglichkeiten, Nachhaltigkeit da einzubringen. Das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sind wirklich nur ein paar Punkte, an denen gearbeitet wird. Und wenn wir uns zum Beispiel das Thema der Zutaten angucken, also der wirklichen Rezepturentwicklung, haben wir zum Beispiel 2 Startups, die das Thema Nachhaltigkeit aufgenommen haben. Und jetzt sieht man vielleicht auch gleich, wie unterschiedlich das aufgenommen wird. In diesem Fall, also beide Startups, Tao Mau und Cascaritas, hat der eine oder andere vielleicht schon an der Hochschule gesehen oder mitbekommen, sind tatsächlich in Anführungsstrichen unsere Startups. Wir nennen das mal so, wenn das haben wir natürlich im Grunde haben wir nichts mit den Startups zu tun, aber es sind halt Startups, mit denen wir zusammengearbeitet haben, denen wir irgendwie helfen konnten und die teilweise an unserer Hochschule entstanden sind oder in Projekten mit uns zusammenarbeiten. Und deswegen steht das unser in Anführungsstrichen. Beide Startups hier hatten die Idee der Nutzung der Kaffeekirsche. Was ist daran nachhaltig? Die Kaffeekirsche ist im Grunde jetzt erst seit 22, seit Februar 2022 zugelassen, um überhaupt also genutzt werden zu können als Aufguss in Lebensmitteln. Es ist halt so, dass bisher wirklich nur die Bohne der Kaffeekirsche genutzt wurde, also als klassisches Kaffeeprodukt. Und die Cascara, also die Kaffeekirsche, die außenrum ist, im Grunde überhaupt nicht eingesetzt wurde, außer in einigen Drittländern, die das klassisch schon seit langem als Art Tee-Aufguss nutzen. Und diese Möglichkeit gibt es jetzt auch hier seit 22 und beide Startups beschäftigen sich mit den Möglichkeiten, die man halt jetzt so als ganzheitliche Nutzung der Frucht, also wirklich Nutzung von Nebenströmen, die bisher Abfall waren, wie kann man das im Grunde als Produkt vermarkten. Und beide Startups haben Tees hergestellt, unterschiedliche trockene Teemischungen und Erfrischungsgetränke auf Basis der Kaffeekirsche. Und das Interessante ist halt, dass die Kaffeekirsche auch einen Koffeinanteil mitbringt, aber einen völlig anderen Geschmack als der Kaffee, den wir so kennen. Und abseits von dieser Grundidee haben natürlich beide Startups auch bei den Themen Verpackung oder bei anderen Themen sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Aber das ist so ein bisschen das Kernthema. Aber wie gesagt, es bringt Herausforderungen mit sich. In diesem Fall geht es halt um die ganzheitliche Nutzung. Das Produkt ist aber komplett neu. Das heißt, ich muss einen komplett neuen Rohstoff importieren. Ich muss einen komplett neuen Rohstoff irgendwie prüfen können. Also da geht es ja auch um ganz viele Themen wie Rohwarenkontrolle und Verbrauchersicherheit. Und das waren für beide Startups schwierige Punkte, das irgendwie, also einen sicheren Lieferweg mit zertifizierter Ware zu etablieren. Ein zweiter Punkt ist die Verbraucherinformation bei solchen Themen. Es ist halt, hat auch viel mit ja, Verbraucher-Education zu tun, dass man den Verbraucher erstmal erklärt, was ist das Produkt und was kann das Produkt und warum setzen wir es jetzt ein. Und auch da bedarf es in dem Fall recht viel Information über Social Media, um überhaupt Verständnis zu erreichen. Und das Dritte, wie gesagt, das ist halt oft bei nicht genutzt wurden, da muss erstmal eine Gesetzgebung geschaffen werden, damit man überhaupt den Einsatz ermöglichen kann. Ganz andere Beispiele aus dem Bereich Produktentwicklung sind die beiden Startups Vermischt und All Cup Coatings. Die haben, also wenn man jetzt beim Vermischt anfängt, zwar auch mit der Rezeptur gearbeitet, aber der Grundgedanke der Nachhaltigkeit ist dort ein anderer. Vermischt hat das Thema Hafermilch sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben und wollte aber den
Anteil an Verpackungsmüll reduzieren. Und die Idee von Vermischt ist gewesen, ein Hafermilchkonzentrat herzustellen. Das heißt, ich habe nicht den Liter Hafermilch, den ich sonst kaufe, sondern in diesem Fall 200 Milliliter und ich mische es zu Hause zu 1 Liter mit Wasser auf. Das heißt, ich habe die Reduktion von der Verpackungsgröße und dadurch von den Verpackungsrohstoffen, aber ich habe auch eine Reduktion von den Transportkosten. Im Grunde vereinfacht gesagt wird weniger Wasser transportiert. Und natürlich in dem Fall auch geht es um Plant-Based Food, also eine Milchalternative und dann noch auf Basis von Hafer. Also das ist halt auch noch ein weiterer Nachhaltigkeitsgedanke mit dabei. Aber auch da sind natürlich Probleme, die man im ersten Blick nicht sieht und die Herstellung von einem Hafermilchkonzentrat, also quasi die Aufkonzentrierung, ist ein komplexes Thema und auch daraus dann nachher ein Endprodukt zu gewinnen, was vergleichbar ist mit den Endprodukten, die momentan auf dem Markt sind als Hafermilch, sind so die Stolpersteine, die dieses Startup so ein bisschen bewältigen musste. Aber auch die sind mittlerweile auf dem Markt verfügbar und haben oder tun ihren Anteil zum Thema Nachhaltigkeit. All Cup Coatings ist wieder ein ganz anderes Thema. Die haben sich damit beschäftigt. Das Problem, was Sie gesehen haben, war der Coffee-to-go-Becher. Und ich meine, das ist ja immer wieder in den Medien, dass man halt sieht, wie viele Coffee-to-go-Becher täglich wirklich in den Müll wandern. Und auch da gibt es ja einige Bewegungen. Viele arbeiten ja schon mit Mehrwegbechern an dem Punkt, aber es ist halt trotzdem immer noch so, dass unglaublich viel weggeschmissen wird. Und das ändert sich auch nicht, weil der Mehrwegbecher halt wieder eine andere Zielgruppe ist als die, die wirklich den Coffee to go an verschiedenen Orten halt kaufen. Und die Idee von All Cup Coatings war eine Revolutionierung des Coffee to go Bechers, also wirklich, dass man trotzdem einen Einwegbecher hat, aber in diesem Fall einen essbaren Kaffeebecher. Und was die entwickelt haben, ist ein Kaffeebecher auf Basis einer Eiswaffel, der im Grunde gepresst, in die Form eines Kaffeebechers gepresst wird und dann auf eine spezielle Art beschichtet wird, so dass er lang genug also lang genug die Möglichkeit hat, einen heißen Kaffee wirklich zu halten. Trotzdem ist natürlich das Coating ebenso essbar, also man kann ihn danach verzehren und das Produkt kann nicht mehrfach verwendet werden, aber es ist halt wirklich so, dass dieses Coating eine Barriere bildet für mittlerweile fast schon bis zu 24 Stunden, um einen Kaffee da drin stehen zu lassen, auch wenn er ein bisschen vergessen wird und es läuft nicht direkt aus. Und da, genau, das sind die Nachhaltigkeitsaspekte, die Reduktion von Verpackungsmüll und das Produkt ist essbar und natürlich ansonsten biologisch abbaubar. Wenn man mal ein bisschen weggeht von unseren Startups und sich die aktuellen Untertrends im Bereich der neuen Startups, die so außerhalb von unserer Hochschule aktiv sind, anschaut, sieht man da unglaublich viel zu Plant-Based Food. Ich glaube, da muss man auch gar keine Beispiele nennen. Da hat jeder von uns ganz viel Themen, die man da kennt, die ganzen Milchalternativen und da kommen ja jetzt auch neue Getränke auf den Markt, die halt dann kombinieren die Rohstoffe oder halt auch die Kombination mit Fruchtsäften oder Fruchtpürees haben. Ein anderes Thema, das in dem Food Report 24 von Hanni Rützler halt so ziemlich thematisiert wird, ist das Thema lokal, brutal, exotisch. Da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Dann Reuse Food über Less und Zero Waste bis zu Circular Food und regenerative Landwirtschaft oder regeneratives Lebensmittel. Das Thema lokal, brutal, exotisch gliedert sich im Grunde in 3 Unterpunkte. Also weiterhin ist es natürlich so, dass wir ganz viele Startups haben, die sich mit lokalen Produkten beschäftigen. Und hier sind mal 2 aufgeführt, die so ein bisschen das Thema Logistik sich auf die Fahne geschrieben haben, weil das ist nämlich ein Problem, das auch bewältigt werden muss. Momentan ist es für viele, oder eigentlich für alle Supermärkte noch einfacher, Äpfel aus Neuseeland zu kaufen, als vom Bauern um die Ecke. Und es liegt einfach an vielen Gegebenheiten im Bestellsystem, im logistischen System,
dass es einfach nicht möglich macht, bei Kleinstanbietern zu bestellen. Und hier Foods hat sich zum Beispiel das auf die Fahne geschrieben und die ermöglichen einfach eine Schnittstelle und bieten halt für die Hersteller von Rohwaren, von Produkten eine Plattform an und verknüpfen das Ganze mit den Supermärkten, sodass beide Seiten da auf ganz einfachem Weg zueinander finden können und wirklich die Möglichkeit haben, regional zu sourcen. Und Wochenmarkt 24 macht das Ganze halt eher für den Endverbraucher. Da ist die Idee, die übernehmen also die haben auch eine Plattform geschaffen, aber da ist es halt so, dass es die Anbieter sind, die dann direkt in den Endverbraucher gehen und der Endverbraucher kann dort bestellen. Und Wochenmarkt 24 kümmert sich im Grunde um die Lieferung und das halt wirklich in einem extrem schnellen Maßstab. Also es geht, die Bestellung ist bis 18 Uhr abzugeben und 6 Uhr morgens spätestens ist schon die Lieferung da. Also das haben so ein bisschen die Problemlösung in dem Bereich. Auch beide sowohl einen Fokus auf Getränke als auch auf alle anderen Lebensmittel. Dann immer, wenn es Möglichkeiten gibt, wie Regionalität, lokal spitzt sich das Ganze zu auf Extreme. Da haben wir momentan viele Gastrokonzepte, die da sich auf den Weg machen und was man dann brutal lokal nennt, also saisonal und dann wirklich sagen, wie zum Beispiel hier Nobelhart und Schmutzig in Berlin, wir nehmen nur noch Rohwaren aus Berlin, also das Ganze auf die Spitze treiben. Da hat man momentan ein paar Startups, die da unterwegs sind. Und die Local Exotics sind noch ein großes Thema, die jetzt wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen aufpoppen, auf dem deutschen Markt auch. Hier sind mal zwei Beispiele genannt. Phytonic, die sich um das Indoor-Farming von Wasabi kümmern, und Quinoa aus dem Rheinland, die sich halt damit beschäftigen, dass man halt wirklich vor Ort trotzdem Rohwaren kaufen kann, die es ja eigentlich nicht geben würde, sondern man kümmert sich um die Kultivierung von Exoten wirklich hier vor Ort. Ja, und dann das Thema Reuse Food oder Less Zero Waste hatte ich vorhin schon im Grunde ein bisschen angeschnitten mit unseren Startups, die sich mit der Kaffeekirsche beschäftigen. Hier sind es nochmal zwei andere Startups, mit denen wir kürzlich auch Kontakt hatten. Das ist einmal Knerz hier, die also kümmern sich ums Bierbrauen mit Altbrot, und Akua, das ist auch ein ähnlicher Gedanke wie bei der Kaffeekirsche. Da geht es um die Nutzung der Cashew-Äpfel. Also auch da ist es ja so, dass wir momentan eigentlich nur, wenn man den Cashew-Apfel sieht, das untere Teil, also wirklich die Cashew-Nuss, die da anhängt, essen. Und der Apfel im Grunde auch ja, als Müll ja, nicht in die Nutzung eingeht. Und der Gründer hier hat sich das auf die Fahne geschrieben. Und der eine oder andere hat ihn vielleicht auch im Fernsehen letztens gesehen. Er war auch bei der Höhle der Löwen. Er macht Säfte aus diesen Cashew-Äpfeln und versucht die halt im Grunde zu vertreiben. Das ist auch ein interessanter Punkt. Und ja, dann nochmal regenerative Landwirtschaft. Da verlassen wir natürlich eher so ein bisschen den Bereich der Lebensmittel. Aber da gibt es halt auch so ein paar hybride Startups. Eins von denen, die man vielleicht mal nennen kann, ist Soilful. Die beschäftigen sich mit dem Thema urbanes Gardening für Unternehmen. Also die kann man im Grunde anrufen und die gucken sich dann das Unternehmen wirklich an und schauen, wo Flächen sind, also auf Dächern oder in Innenhöfen oder teilweise auch wirklich mit Vertical Farming in irgendwelchen Industriehallen, so dass die halt die Möglichkeit schaffen, dass man vor Ort Rohstoffe gewinnt, die dann auch vor Ort in der Kantine und in der Mensa umgesetzt werden. Ja, das waren so die Beispiele von unseren oder Startups, mit denen wir kürzlich Kontakt hatten und was sie so zum Thema Nachhaltigkeit umsetzen.